Lektion 1. Inländische Entdeckungen. Hey Anna, ich habe gerade an Wäsche gedacht. Hast du ein Bügeleisen und ein Bügelbrett zu Hause? Hallo John, ja, das tun wir. Es ist wichtig, damit die Kleidung sauber aussieht. Bügeln Sie oft? Ich versuche es, besonders für Arbeitshemden. Falten können in einem professionellen Umfeld ziemlich ablenkend sein. Ich stimme voll und ganz zu. Ein gut gepresstes Hemd macht einen tollen Eindruck. Welche anderen Wäschereiaufgaben erledigen Sie? Normalerweise kümmere ich mich auch um das Waschen und Zusammenfalten. Es ist ein bisschen lästig, aber ich finde es therapeutisch. Das ist interessant. Es macht mir Spaß, die Kleidung zu ordnen, nachdem sie gewaschen wurde. Es fühlt sich befriedigend an. Das tut es. Es ist bereichernd zu sehen, wie alles ordentlich zusammengefaltet und verstaut wird. Haben Sie schon einmal versucht, Weichspüler zu verwenden? Dadurch fühlt sich Kleidung so viel weicher an. Ja, ich liebe den Duft, den es hinterlässt. Es ist wie eine frische Brise, jedes Mal, wenn ich meine Kleidung trage. Genau. Außerdem hilft es, statische Haftung zu reduzieren, was ziemlich nervig sein kann. Sehr wahr. Apropos Wäsche, hast du irgendwelche Tipps, um hartnäckige Flecken zu entfernen? Ja, ich behandle Flecken immer sofort mit etwas Spülmittel. Je schneller, desto besser. Das ist ein toller Tipp. Ich verwende manchmal Backpulver für stärkere Flecken. Hast du das versucht? Habe ich. Es wirkt Wunder, besonders bei Fettflecken. Es ist erstaunlich, wie vielseitig Backpulver ist. Das ist es wirklich. Ich verwende es sogar, um meine Sneaker zu desodorieren. Welche anderen Haushaltshacks hast du? Ich verwende gerne Essig zum Putzen. Es ist ein natürliches Desinfektionsmittel und macht Oberflächen glänzend. Essig ist fantastisch. Ich habe gehört, dass es auch gut ist, um verstopfte Abflüsse zu reinigen. Hast du es jemals dafür benutzt? Ja, habe ich. Durch das Mischen mit Backpulver entsteht ein ziemlicher Sprudel und es werden Blockaden effektiv gelöst. Das klingt so befriedigend anzusehen. Ich sollte es das nächste Mal versuchen, wenn ich ein verstopftes Waschbecken habe. Definitiv. Es ist eine unterhaltsame und umweltfreundliche Lösung. Kochst du auch gerne? Das tue ich. Kochen ist eine andere Art, wie ich Entspannung finde. Was ist mit dir? Ich liebe es. Das Experimentieren mit neuen Rezepten ist eines meiner Lieblingshobbys. Das ist genial. Hast du in letzter Zeit irgendwelche einzigartigen Gerichte probiert? Ja, letzte Woche habe ich eine marokkanische Tagine gemacht. Die Gewürze waren herrlich. Das klingt köstlich. Ich wollte mich schon immer in der internationalen Küche versuchen. Das solltest du. Es ist eine unterhaltsame Art, durch die Aromen zu reisen, ohne das Haus zu verlassen. Ich stimme zu. Vielleicht könnten wir zusammen einen Kochtag machen und ein paar Rezepte aus verschiedenen Kulturen ausprobieren. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Wir könnten daraus ein kulinarisches Abenteuer machen. Ich kann es kaum erwarten. Gemeinsames Kochen macht es auf jeden Fall noch angenehmer.
Lektion 2: Literarische Abenteuer. Hey Anna, ich habe gerade angefangen, Anne of Green Gables zu lesen. Hast du es gelesen? Hallo John, habe ich. Es ist so eine entzückende Geschichte. Die ersten Kapitel sind ziemlich fesselnd, nicht wahr? Unbedingt. Ich finde es toll, wie die Brüder und Schwestern Marilla und Messio vorgestellt werden. Ihre Dynamik ist interessant. Ja, Messio ist so sanft, während Marilla ein bisschen streng ist. Es schafft einen schönen Kontrast in ihrer Persönlichkeit. Genau. Und als sie beschließen, Anne zu adoptieren, ist die Verwechslung mit den Jungs urkomisch. Das ist es wirklich. Annes Fantasie und Begeisterung kommen von Anfang an richtig zur Geltung. Ich bewundere, wie sie Schönheit in allem sieht, auch in den gewöhnlichsten Dingen. Es ist inspirierend. Ist es? Ihre lebendigen Beschreibungen der Natur machen Lust, mehr im Freien zu erkunden. Hast du bisher eine Lieblingsszene? Ich liebe den Moment, in dem sie zum ersten Mal in Green Gables ankommt und die Landschaft sieht. Ihre Reaktion ist von unschätzbarem Wert. Diese Szene ist wunderbar. Es fängt ihren Geist und ihre Liebe zum Leben perfekt ein. Glaubst du, du würdest gerne an einem solchen Ort leben? Definitiv. Ein Bauernhof mit wunderschöner Umgebung klingt friedlich. Was ist mit dir? Ich denke, es wäre magisch. Die Idee, mein eigenes Gemüse anzubauen und Tiere zu haben, ist reizvoll. Das ist es wirklich. Außerdem verleiht die enge Gemeinschaft in der Geschichte der Erzählung eine warme Note. Ja, die Freundschaften und Bindungen zwischen den Charakteren machen die Geschichte noch reicher. Hast du neben Anne noch einen Lieblingscharakter? Ich finde Diana Barry ziemlich bezaubernd. Ihre Freundschaft ist so echt und nachvollziehbar. Ich stimme zu. Ihre Bindung ist süß und ich liebe es, wie sie sich gegenseitig unterstützen. Hast du einen Lieblingsteil an Annes Charakter? Ich bewundere ihre Widerstandsfähigkeit. Trotz ihrer Schwierigkeiten gelingt es ihr immer, Freude und Hoffnung zu finden. Das ist eine großartige Beobachtung. Ihr Optimismus ist ansteckend. Es erinnert uns daran, die kleinen Dinge zu schätzen. Genau. Ich glaube, deswegen wird das Buch auch heute noch von vielen geliebt. Es enthält zeitlose Lektionen. Unbedingt. Hast du darüber nachgedacht, wie sich Annes Abenteuer in den nächsten Kapiteln entwickeln könnten? Ja, ich bin gespannt, wie ihre fantasievolle Art sie zu Unfug und lustigen Erlebnissen verleiten wird. Ich kann es kaum erwarten, dass du weiterliest. Die Wendungen in ihrem Leben sind sowohl unterhaltsam als auch herzerwärmend. Ich freue mich. Ich werde dir auf jeden Fall meine Gedanken mitteilen, wenn ich weiterlese. Bitte TUS. Es macht immer Spaß, die Geschichte mit jemand anderem zu besprechen, dem sie gefällt. Ich stimme zu. Es macht das Leseerlebnis noch angenehmer, Perspektiven auszutauschen. Lektion 3: Abenteuer in der Einsamkeit. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, alleine zu reisen. Hast du es jemals gemacht? Hallo John, ja, das habe ich. Alleine zu reisen kann eine so befreiende Erfahrung sein.
Was ist dein Grund, es versuchen zu wollen? Ich möchte neue Orte in meinem eigenen Tempo erkunden. Es scheint eine großartige Möglichkeit zu sein, mehr über mich selbst zu erfahren. Ich verstehe das vollkommen. Es ist aufregend, unabhängig durch die Welt zu navigieren. Genau. Aber ich mache mir auch Sorgen, während meiner Abwesenheit mit Familie und Freunden in Verbindung zu bleiben. Das ist ein berechtigtes Anliegen. Ich achte immer darauf, über Anrufe und soziale Medien in Kontakt zu bleiben. Es hilft, Einsamkeit zu lindern. Das ist klug. Ich dachte darüber nach, regelmäßige Videoanrufe zu vereinbaren. Es würde sich persönlicher anfühlen, als nur eine SMS zu schreiben. Unbedingt. Videoanrufe können die Distanz überbrücken. Außerdem macht es das Teilen ihrer Erlebnisse in Echtzeit zu etwas ganz Besonderem. Ich stimme zu. Ich würde Ihnen gerne die Orte zeigen, die ich besuche. Hast du jemals deine Reisen über soziale Medien geteilt? Ja, ich poste oft Updates und Fotos. Es fühlt sich toll an, meine Abenteuer zu teilen und Feedback von Freunden zu erhalten. Das klingt lustig. Ich denke, es würde mir auch Spaß machen, meine Reise zu dokumentieren. Hast du irgendwelche Tipps, um auf Reisen gute Fotos zu machen? Definitiv. Die Beleuchtung ist entscheidend. Versuchen Sie also, während der goldenen Stunde, entweder am frühen Morgen oder am späten Nachmittag, Fotos zu machen. Toller Tipp. Mir ist aufgefallen, dass natürliches Licht einen großen Unterschied macht. Was ist mit der Komposition? Versuchen Sie, die Drittelregel anzuwenden. Stellen Sie sich vor, Ihr Foto ist in ein Raster aufgeteilt und platzieren Sie Ihr Motiv entlang dieser Linien. Das klingt leicht genug, um sich daran zu erinnern. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Was ist deiner Meinung nach noch wichtig, wenn du alleine reist? Auf Nummer sicher zu gehen ist entscheidend. Informieren Sie sich immer über Ihr Reiseziel und halten Sie Notfallkontakte griffbereit. Das ist sehr klug. Es ist gut, vorbereitet zu sein. Fühlen Sie sich manchmal nervös, wenn Sie alleine reisen? Anfangs war ich ein bisschen ängstlich, aber ich habe gelernt, das Abenteuer anzunehmen. Das ist alles Teil der Erfahrung. Das ist inspirierend. Ich denke, ich werde versuchen, diese Denkweise anzunehmen. Es könnte zu einigen erstaunlichen Erinnerungen führen. Genau. Und manchmal werden aus unerwarteten Momenten die besten Geschichten. Hast du darüber nachgedacht, wohin du zuerst reisen sollst? Ich erwäge eine Reise in einen Nationalpark. In der Natur zu sein verjüngt mich immer. Das klingt perfekt. Umgeben von der Natur ist eine wunderbare Art, nachzudenken und neue Energie zu tanken. Ich kann es kaum erwarten. Ich werde auf jeden Fall meine Erfahrungen mit Ihnen teilen, und wir können sie später besprechen. Das fände ich toll. Das Teilen von Reiseberichten kann genauso aufregend sein wie die Reise selbst. Ganz gewiss. Ich fühle mich jetzt motivierter, diesen Sprung zu wagen und alleine zu erkunden. Lektion 4. Familienbande. Hey Anna, ich habe kürzlich mit meiner Cousine geschattet. Habe ich erwähnt, dass sie eine Tochter hat? Hallo John, nein, hast du nicht. Das ist aufregend. Wie alt ist die Tochter deiner Cousine? Sie ist erst 6 Jahre alt, aber sie ist voller Energie.
Es ist amüsant, ihr beim Spielen zuzusehen. Das kann ich mir vorstellen. Kleine Kinder haben einen so lebendigen Geist. Was machst du gerne mit ihr? Wir spielen oft zusammen Brettspiele. Es macht Spaß, Kontakte zu knüpfen, und sie hat immer die einfallsreichsten Ideen. Das klingt herrlich. Brettspiele sind eine großartige Möglichkeit, mit Kindern in Kontakt zu treten. Hast du ein Lieblingsspiel? Ja, wir lieben es, Candyland zu spielen. Das farbenfrohe Brett und die einfachen Regeln machen es perfekt für ihr Alter. Ich erinnere mich an das Spiel. Es ist so ein Klassiker. Schlägt sie dich jemals dabei? Überraschenderweise ja. Sie hat ein Händchen für Glück. Ich scherze manchmal, dass sie eine Candyland-Championin ist. Das ist fantastisch. Es ist wichtig, dass sich Kinder auch in Spielen erfolgreich fühlen. Was machst du sonst noch gerne zusammen? Wir machen auch Kunsthandwerk. Ich helfe ihr, Karten für Familiengeburtsstage zu machen. Es ist kreativ und bedeutungsvoll. Das ist eine wunderbare Idee. Handgemachte Karten verleihen eine persönliche Note. Glaubst du, sie bastelt gerne? Unbedingt. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, und die Dinge, die sie kreiert, sind oft urkomisch. Ich würde gerne einige ihrer Kunstwerke sehen. Kinder haben eine einzigartige Perspektive, die erfrischend ist. Nächstes Mal mache ich ein Foto. Apropos Familie, wie geht es deinem Cousin? Ihr geht es gut. Es ist lustig, wie unterschiedlich wir sind, obwohl wir verwandt sind. Ich kann das nachvollziehen. Mein Cousin ist ziemlich viel älter als ich, und wir scherzen oft über unseren Altersunterschied. Altersunterschiede können interessant sein. Haben Sie das Gefühl, dass sich dies auf Ihre Beziehung auswirkt? Manchmal, ja. Sie hat unterschiedliche Lebenserfahrungen, aber das verleiht unseren Gesprächen Tiefe. Das ist wahr. Ältere Cousins können wertvolle Einblicke bieten. Was ist der beste Rat, den sie dir gegeben hat? Sie hat mir einmal gesagt, ich solle Veränderungen annehmen und sie als Wachstumschance betrachten. Es ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Das ist ein ausgezeichneter Rat. Veränderungen können entmutigend sein, führen aber oft zu neuen Abenteuern. Genau. Ich freue mich immer auf unsere Chats. Sie erinnern mich an die Bedeutung familiärer Verbindungen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Familiäre Bindungen und Beziehungen sind so bereichernd. Glaubst du, du wirst bald mehr Zeit mit ihnen verbringen? Ich hoffe es. Ich würde gerne ein Familientreffen organisieren. Es wäre schön, wenn alle auf dem Laufenden wären. Das klingt nach einem großartigen Plan. Familienfeiern können wunderbare Erinnerungen schaffen. Ich kann mir schon das Lachen und die Geschichten vorstellen, die geteilt werden würden. Lektion 5. Die Rabattjagd. Hey Anna, bist du schon einmal beim Einkaufen auf die Jagd nach Rabatten gegangen? Hallo John, ja, es kann ein ziemliches Abenteuer sein. Ich liebe es, gute Angebote zu finden. Was ist mit dir? Ich genieße es auch. Ich habe kürzlich eine fantastische App entdeckt, die Rabatte in verschiedenen Geschäften anzeigt. Das klingt nützlich. Normalerweise schaue ich online nach, bevor ich losfahre.
Das spart Zeit und Geld. Genau. Aber manchmal finde ich, dass die besten Rabatte eher im Geschäft als online sind. Das ist wahr. Ich habe einmal 50% Rabatt auf Schuhe bekommen, nur weil ich den Laden besucht habe. Es war ein glücklicher Tag. Wow, das ist beeindruckend. Musstest du lange in der Schlange stehen? Nicht wirklich. Es war ein Wochentag, also war der Laden ziemlich leer. Das Timing kann wirklich einen Unterschied machen. Ich stimme zu. Frühe Morgen oder späte Nachmittage scheinen die besten Zeiten zum Einkaufen zu sein. Unbedingt. Außerdem surfe ich gerne, wenn nicht zu viele Leute da sind. Es fühlt sich entspannter an. Apropos entspannt, bist du schon einmal in einen Gebrauchtwarenladen gegangen? Sie haben oft tolle Rabatte. Ja, Gebrauchtwarenläden sind Schätze. Ich habe dort einmal eine Windtagejacke gefunden. Es war ein Schnäppchen. Das ist genial. Ich liebe die einzigartigen Gegenstände, die du finden kannst. Manchmal fühlt es sich an wie eine Schatzsuche. Definitiv. Es ist aufregend, etwas Besonderes zu entdecken. Hast du einen Lieblingsgebrauchtwarenladen? Es gibt eine Innenstadt, die ich oft besuche. Sie haben eine große Auswahl an Klamotten und Büchern. Ich sollte es mir ansehen. Ich liebe gebrauchte Bücher. Sie kommen oft mit eigenen interessanten Geschichten. Ja, es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wem das Buch vor ihnen gehörte. Irgendwelche unvergesslichen Funde? Ich habe einmal einen klassischen Roman mit einer handschriftlichen Notiz darin gefunden. Es fühlte sich an wie ein kleines Stück Geschichte. Das ist unglaublich. Diese persönlichen Details machen es noch spezieller. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, Artikel zu verkaufen, die Sie nicht mehr benötigen? Habe ich. Aufräumen kann erfrischend sein, und der Verkauf im Internet oder auf einem Flohmarkt ist eine großartige Möglichkeit, etwas mehr Geld zu verdienen. Unbedingt. Ich habe kürzlich alte Elektronik verkauft. Es hat sich gut angefühlt, zu entrumpeln und dabei etwas Geld zu verdienen. Das ist eine Win-Win-Situation. Außerdem ist es schön zu wissen, dass jemand anderes von Ihren Artikeln profitieren kann. Genau. Es ist, als würde man seinen Sachen ein zweites Leben geben. Glaubst du, du wirst bald versuchen, etwas zu verkaufen? Das könnte ich. Ich habe ein paar Klamotten, die ich nicht mehr trage. Sie verdienen es, ein neues Zuhause zu finden. Das klingt nach einem Plan. Und wer weiß, vielleicht entdeckst du beim Sortieren deiner Sachen einige versteckte Schätze. Stimmt. Es könnte ein lustiges kleines Projekt werden. Außerdem kann ich immer nach Rabatten Ausschau halten, wenn ich schon dabei bin. Genau. Es dreht sich alles um den Nervenkitzel der Jagd und darum, überall tolle Angebote zu finden. Lektion 6. Kluges Einkaufen. Hey Anna, hast du diese Woche vom Verkauf im Supermarkt gehört? Hallo John, nein, habe ich nicht. Was ist im Angebot? Sie haben einen Verkauf von Hähnchenbrust und Hackfleisch. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um Vorräte aufzufüllen. Das ist fantastisch. Ich liebe es, Hähnchenbrust in verschiedenen Rezepten zu verwenden. Was ist dein Lieblingsgericht?
Ich mache gerne Hühnchen unterrühren. Es ist schnell, gesund und Sie können jedes Gemüse hinzufügen, das Sie zur Hand haben. Das klingt köstlich. Ich mache oft Hühnchen-Tacos. Bei mir zu Hause sind sie immer ein Hit. Tacos sind eine großartige Idee. Verwendest du spezielle Toppings? Ich liebe es, Avocado und frische Salsa hinzuzufügen. Das gibt den Tacos einen schönen Kick. Lecker. Das muss ich vielleicht versuchen. Wie wär's mit Hackfleisch? Was machst du normalerweise? Hackfleisch ist vielseitig. Ich mache oft Spaghetti Bolognese oder klassische Fleischbällchen. Was ist mit dir? Normalerweise bereite ich Rindfleischburger zu. Ein hausgemachter Burger hat etwas Befriedigendes an sich. Definitiv. Sie können sie nach Belieben anpassen. Hast du ein Lieblingsburger-Topping? Ich bin ein Fan von gegrillten Zwiebeln und Käse. Es verleiht so viel Geschmack. Oh, das klingt himmlisch. Normalerweise nehme ich Salat und Tomate für etwas Frische. Das sind großartige Entscheidungen. Haben Sie darüber nachgedacht, eine große Menge Mahlzeiten zum Einfrieren zuzubereiten? Ja, ich finde, dass das Einfrieren von Mahlzeiten unter der Woche so viel Zeit sparen kann. Es ist ein Lebensretter. Unbedingt. Ich bereite oft extra zu und friere Portionen für geschäftige Tage ein. Es macht die Zubereitung von Mahlzeiten so viel einfacher. Ich stimme zu. Außerdem ist es schön, hausgemachte Mahlzeiten zum Mitnehmen bereit zu haben. Kennzeichnen Sie Ihre Tiefkühlgerichte? Ja, das tue ich. Ich schreibe das Datum und die Art des Gerichts auf den Behälter. Es hilft mir, den Überblick zu behalten, was ich habe. Das ist eine kluge Idee. Ich sollte damit anfangen. Manchmal vergesse ich, was in meiner Tiefkühltruhe ist. Das passiert den Besten von uns. Organisation kann den Unterschied ausmachen. Ganz gewiss. Ich plane auch gerne meine Mahlzeiten für die Woche. Es hilft mir, Impulskäufe im Supermarkt zu vermeiden. Tolle Strategie. Vorausschauende Planung spart Zeit und Geld. Haben Sie schon einmal eine Vorlage für einen Speiseplan ausprobiert? Ich habe noch nicht, aber ich habe gehört, dass sie sehr hilfreich sein können. Ich sollte mir das ansehen. Definitiv. Es könnte das Einkaufen von Lebensmitteln effizienter machen. Außerdem können Sie Verkäufe wie den für Hühnchen und Rindfleisch planen. Das ist wahr. Ich muss die Verkäufe im Auge behalten und entsprechend planen. Danke für den Tipp. Kein Problem. Viel Spaß beim Kochen und Einkaufen. Lektion 7. Neue Orte erkunden. Hallo Anna, ich habe über unsere bevorstehende Reise nachgedacht. Haben Sie schon beim Hotelkoncierge nachgefragt? Hey John, noch nicht. Ich habe gehört, dass Sie eine Liste beliebter Attraktionen anbieten können. Hast du es dir angeschaut? Ja, habe ich. Sie haben eine große Auswahl an lokalen Sehenswürdigkeiten wie Museen und Parks. Ich freue mich. Das klingt fantastisch. Ich liebe es, Museen zu besuchen. Haben Sie bestimmte im Sinn? Ich interessiere mich wirklich für das Kunstmuseum.
Sie haben eine Sonderausstellung über zeitgenössische Künstler. Oh, das fände ich toll. Zeitgenössische Kunst kann so zum Nachdenken anregen. Was ist dein Lieblingskunststil? Ich mag abstrakte Kunst. Die Farben und Formen können Emotionen auf so einzigartige Weise vermitteln. Ich stimme zu. Es bringt mich oft zum Nachdenken. Gibt es noch andere Attraktionen, die Sie unbedingt sehen möchten? Definitiv. Ich möchte das historische Viertel besuchen. Die Architektur dort ist atemberaubend. Das klingt herrlich. Ich erkunde gerne alte Gebäude. Sie erzählen so faszinierende Geschichten. Genau. Außerdem habe ich gehört, dass es in der Gegend tolle Cafés gibt. Danach können wir lokale Küche genießen. Perfekt. Das Probieren von lokalem Essen ist einer meiner Lieblingsteile beim Reisen. Welches Gericht hoffst du zu probieren? Ich habe gehört, dass Sie tolle Street-Tacos haben. Ich kann es kaum erwarten, sie zu probieren. Street Tacos sind die besten. Ich möchte auch einen guten Ort für den Nachtisch finden. Irgendwelche Empfehlungen? Der Concierge erwähnte eine berühmte Bäckerei, die für ihr Gebäck bekannt ist. Ich denke, wir sollten es uns ansehen. Das klingt herrlich. Gebäck und Kaffee sorgen für einen wunderbaren Nachmittagsgenuss. Unbedingt. Haben Sie über Aktivitäten nachgedacht, die über Sichtseein hinausgehen? Ich erwäge eine Stadtführung. Es könnte uns interessante Einblicke in die Gegend geben. Das ist eine tolle Idee. Ein einheimischer Reiseleiter kann Geschichten erzählen, die wir vielleicht nicht in Reiseführern finden. Genau. Außerdem ist es eine Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen. Hast du schon einmal eine Führung gemacht? Ja, das habe ich in einer anderen Stadt gemacht. Es war so ein lustiges Erlebnis. Der Führer war voller Energie und Wissen. Das klingt großartig. Ich bin sicher, wir werden eine tolle Zeit haben. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam auf Entdeckungsreise zu gehen. Ich auch. Machen wir das Beste aus unserer Reise und entdecken wir alles, was die Stadt zu bieten hat. Lektion 8. In der Stadt navigieren. Hey Anna, hast du dich jemals gefragt, wie man ein lizenziertes Taxi in der Stadt findet? Hallo John, das habe ich tatsächlich. Ich habe so viele verschiedene Arten von Fahrzeugen gesehen. Wonach sollte ich suchen? Die meisten lizenzierten Taxis haben oben ein helles Schild mit ihrem Firmennamen. Das ist normalerweise ein guter Anfang. Das macht Sinn. Mir ist aufgefallen, dass einige Taxis auch ein einzigartiges Farbschema haben. Ist das ein weiterer Indikator? Genau. Viele Taxiunternehmen verwenden unterschiedliche Farben, um sich abzuheben. Es hilft den Passagieren, sie schnell zu identifizieren. Toller Tipp. Ich habe auch gehört, dass lizenzierte Taxis normalerweise einen Taxameter haben. Stimmt das? Ja, das tun sie. Das Taxameter berechnet den Fahrpreis auf der Grundlage von Entfernung und Zeit und stellt sicher, dass Sie den richtigen Betrag zahlen. Das ist hilfreich zu wissen. Ich war in einigen Taxis ohne Lizenz und die Fahrpreise waren oft lächerlich. Oh nein, das ist ein häufiges Problem. Es ist immer sicherer, lizenzierte Taxis zu wählen,
besonders spät in der Nacht. Ganz gewiss. Rufen Sie lieber ein Taxi auf der Straße oder verwenden Sie eine Taxi-App? Ich verwende lieber eine App. Das ist praktisch und Sie können den geschätzten Tarif sehen, bevor Sie buchen. Ich stimme zu. Außerdem können Sie den Standort Ihres Fahrers in Echtzeit verfolgen, was eine zusätzliche Sicherheitsebene bietet. Unbedingt. Und Sie können auch Bewertungen über Fahrer lesen, was beruhigend ist. Hatten Sie jemals eine unvergessliche Taxifahrt? Ja, ich hatte einmal einen Fahrer, der während der Fahrt faszinierende Geschichten über die Geschichte der Stadt erzählte. Das klingt unglaublich. Ich liebe es, wenn Fahrer gesprächig sind. Das macht die Reise viel angenehmer. Definitiv. Es fühlt sich an wie eine Minitour. Denken Sie, dass Fahrer Passagiere bevorzugen, die sich unterhalten? Ich glaube schon. Die meisten Fahrer chatten gerne, besonders wenn die Fahrt lang ist. Es hilft, sich die Zeit zu vertreiben. Das ist wahr. Aber ich schätze es auch, wenn Sie die Stille respektieren, wenn ich müde bin. Ja, das ist auch wichtig. Es geht nur um Balance. Hast du noch weitere Tipps für die Benutzung von Taxis? Prüfen Sie immer, ob der Fahrer eine sichtbare ID hat und ob die Taxinummer mit der in der App übereinstimmt. Sicherheit geht vor. Ausgezeichneter Punkt. Denken Sie auch daran, Kleingeld bereit zu haben, da einige Fahrer es möglicherweise nicht bei sich tragen. Genau. Es ist immer gut, vorbereitet zu sein. Hatten Sie jemals Probleme beim Taxifahren? Nur einmal, als der Fahrer eine längere Route nahm. Ich bat ihn höflich, dem GPS zu folgen, und er willigte ein. Kluger Schachzug. Kommunikation ist in diesen Situationen der Schlüssel. Ich hoffe, wir haben reibungslose Fahrten während unserer Reise. Ich auch. Mit all diesen Tipps sollten wir gut vorbereitet sein, um uns in der Stadt zurechtzufinden. Lektion 9. Die Kunst der Kreativität. Hey Anna, hast du schon einmal versucht, Buntstifte für deine Kunstwerke zu verwenden? Hallo John, ja, das habe ich. Sie sind wirklich vielseitig und eignen sich hervorragend, um Gemälden Details hinzuzufügen. Genau. Ich finde es toll, wie sie die Textur verbessern können. Welche Farben bevorzugst du normalerweise? Ich tendiere zu lebendigen Farben wie Blaugrün und Magenta. Sie kommen wirklich auf die Leinwand. Das sind fantastische Entscheidungen. Ich verwende oft Erdtöne. Sie bilden einen schönen Kontrast zu helleren Farben. Erdtöne können eine solche Tiefe erzeugen. Hast du ein Lieblingsmotiv, das du gerne malst? Ich male gerne Landschaften. Es hat etwas Beruhigendes, die Natur einzufangen. Was ist mit dir? Ich mag eher abstrakte Kunst. Ich liebe es, Emotionen durch Formen und Farben auszudrücken. Das ist faszinierend. Abstrakte Kunst kann so mächtig sein. Wie kommst du auf deine Ideen? Normalerweise beginne ich mit einem Gefühl oder einem Thema und lasse mich dann von den Farben leiten. Es ist ein lustiger Prozess. Das klingt kreativ. Arbeitest du jemals mit anderen Künstlern zusammen?
Gelegentlich. Die Zusammenarbeit kann neue Perspektiven und neue Techniken in meine Arbeit einbringen. Das kann ich mir vorstellen. Es muss aufregend sein zu sehen, wie verschiedene Stile miteinander verschmelzen. Das ist es wirklich. Hast du jemals darüber nachgedacht, an einem Stück zusammenzuarbeiten? Das würde ich liebend gerne. Durch die Kombination unserer Stile könnte etwas Einzigartiges und Faszinierendes entstehen. Unbedingt. Wir könnten sowohl Landschaften als auch abstrakte Elemente einbeziehen. Das wäre ein interessanter Kontrast. Wann glaubst du, könnten wir anfangen? Vielleicht dieses Wochenende? Wir können einige Ideen skizzieren und sehen, wohin uns das führt. Klingt perfekt. Ich bringe meine Buntstifte mit und wir können zusammen experimentieren. Großartig. Ich sammle etwas Leinwand und Farben. Das wird ein lustiger, kreativer Tag. Ich kann es kaum erwarten. Es ist immer inspirierend, mit jemand anderem zu kreieren. Definitiv. Außerdem könnten wir neue Techniken voneinander lernen. Genau. In der Kunst dreht sich alles um Erforschung und Wachstum. Hast du Lieblingskünstler, die dich inspirieren? Ja, ich bewundere Van Gogh. Seine Verwendung von Farben und Pinselstrichen ist einfach faszinierend. Van Gogh ist eine gute Wahl. Seine emotionale Tiefe kommt in seiner Arbeit wirklich zum Ausdruck. Was ist mit dir? Wer inspiriert deine Landschaftsbilder? Ich bin von Claude Monet inspiriert. Sein impressionistischer Stil fängt das Licht wunderbar ein. Monets Arbeit ist umwerfend. Ich kann sehen, wie seine Techniken ihre Landschaften beeinflussen. Genau. Ich denke, unsere Zusammenarbeit wird eine spannende Stilmischung sein. Lektion 10. Neugierige Kreaturen. Hey Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, wie faszinierend Beuteltiere sind? Hallo John, habe ich. Sie haben so einzigartige Eigenschaften, besonders wie sie ihre Jungen tragen. Richtig. Der Körper einer Mutter ist so konzipiert, dass er ihr Baby in einem Beutel nährt, bis es bereit ist, die Welt zu erkunden. Es ist unglaublich. Das berühmteste Beuteltier ist das Känguru. Hast du jemals einen aus der Nähe gesehen? Ja, ich habe einmal einen Wildpark besucht. Sie waren so viel größer, als ich es mir vorgestellt hatte. Wie steht's mit dir? Ich habe welche in einem Zoo gesehen. Ihre starken Beine und ihre Fähigkeit zu hüpfen sind wirklich beeindruckend. Definitiv. Ich habe gelesen, dass sie bis zum Dreifachen ihrer Körperlänge springen können. Ist das nicht unglaublich? Das ist unglaublich. Ich frage mich, wie sie ihr Gleichgewicht halten, während sie so schnell hüpfen. Es steckt alles in ihrem Schwanz. Es wirkt wie ein Gegengewicht, wenn sie springen. Die Natur ist so schlau. Das ist es wirklich. Ich finde es auch faszinierend, wie Kängurumütter ihre Schwangerschaft unterbrechen können. Ja, sie können die Geburt verzögern, bis die Bedingungen günstig sind. Das ist eine Überlebensstrategie. Überlebensstrategien im Tierreich sind so faszinierend. Welche anderen Beuteltiere magst du?
Ich finde Koalas bezaubernd. Sie verbringen so viel Zeit damit, in Bäumen zu schlafen. Koalas sind süß. Ich liebe es, wie sie Eukalyptusblätter essen. Es ist interessant, wie sie eine so spezielle Diät haben. Genau. Eukalyptusblätter sind für viele Tiere giftig, aber Koalas haben sich angepasst, um sie zu verdauen. Die Anpassungen der Natur sind unglaublich. Ich finde auch Wombats faszinierend. Wusstest du, dass sie würfelförmigen Kot haben? Das habe ich gehört. Es soll ihr Revier markieren. Es ist eine ziemlich einzigartige Art zu kommunizieren. Unbedingt. Es ist lustig, wie etwas so Einfaches in der Tierwelt so effektiv sein kann. Apropos Kommunikation, wussten Sie, dass Beuteltiere unterschiedliche Lautäußerungen haben? Ja, sie können verschiedene Geräusche machen, von Grunzen bis hin zu Schreien, um ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Das ist richtig. Es ist erstaunlich, wie sie durch Klang so viel vermitteln können. Hast du jemals ein Babykänguru gesehen? Habe ich. Sie sind so klein, wenn sie zum ersten Mal aus dem Beutel kommen. Es ist kaum zu glauben, dass sie zu diesen großen Kängurus heranwachsen. Das ist es wirklich. Der Wachstumsprozess der Natur ist so faszinierend. Ich könnte den ganzen Tag über Beuteltiere reden. Lektion 11. Das Lieferdilemma. Hey Anna, hast du dich schon einmal mit einer verspäteten Lieferung für eine Online-Bestellung befasst? Hallo John, ja, das habe ich. Es kann so frustrierend sein, besonders wenn Sie sehnsüchtig auf etwas warten. Ich stimme voll und ganz zu. Ich habe kürzlich ein Buch bestellt und es kam 2 Wochen zu spät an. Was für eine Enttäuschung. Das ist das Schlimmste. Hat das Unternehmen eine Erklärung für die Verzögerung gegeben? Sie erwähnten ein Problem mit der Lieferkette, aber es fühlte sich wie eine allgemeine Antwort an. Ich wollte etwas Spezifischeres. Ich verstehe. Manchmal fühlt es sich an, als würde der Kundenservice unsere Bedenken nicht ernst nehmen. Genau. Was wäre Ihrer Meinung nach außerdem die Strafe für eine verspätete Lieferung? Ich denke, Sie sollten als Entschuldigung einen Rabatt oder ein kleines Geschenk anbieten. Es würde zeigen, dass Sie Ihre Kunden schätzen. Das klingt fair. Eine kleine Geste kann einen großen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Kundenbindung leisten. Definitiv. Kunden fühlen sich dadurch eher geschätzt als ignoriert. Haben Sie jemals eine Entschädigung erhalten? Einmal erhielt ich nach einer erheblichen Verzögerung einen Gutschein für meinen nächsten Einkauf. Es war eine nette Überraschung. Das ist großartig. Es ist immer schön, wenn Unternehmen Verantwortung übernehmen. Es ermutigt mich, wieder bei Ihnen einzukaufen. Richtig. Ich fühle mich eher geneigt, einem Unternehmen zu vertrauen, das seine Fehler anerkennt. Unbedingt. Apropos Online-Shopping, überprüfen Sie normalerweise die Bewertungen vor der Bestellung? Ja, das tue ich. Bewertungen können wertvolle Einblicke in die Zuverlässigkeit des Verkäufers und die Qualität des Produkts geben. Ich stimme voll und ganz zu. Es hilft, unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Was ist die überraschendste Rezension, die du je gelesen hast? Ich habe einmal eine Bewertung gelesen, in der jemand einen ganz anderen Artikel erhalten hat als den er bestellt hat.
Oh nein, das klingt nach einem Albtraum. Haben Sie es geschafft, das Problem zu lösen? Ja, Sie haben den Kundendienst kontaktiert und nach einigem Hin und Her den richtigen Artikel erhalten. Das ist gut zu hören. Es ist immer besser, wenn Unternehmen bereit sind, ihre Fehler zu korrigieren. In der Tat. Haben Sie Tipps für eine reibungslose Lieferung? Ich denke, die Sendungsverfolgung ist unerlässlich. Es hilft zu wissen, wann Sie Ihr Paket erwarten können. Toller Punkt. Ich fühle mich immer wohler, wenn ich in Echtzeit sehen kann, wo sich meine Bestellung befindet. Genau. Und ein zuverlässiger Lieferservice ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Manche sind besser als andere. Stimmt. Ich habe gemischte Erfahrungen mit verschiedenen Fluggesellschaften gemacht. Es kann manchmal getroffen oder verfehlt werden. Lektion 12. Freuden entdecken. Hey Anna, bist du in letzter Zeit auf faszinierende Bücher oder Filme gestoßen? Hallo John. Eigentlich habe ich gerade einen faszinierenden Roman über Zeitreisen fertiggestellt. Es war überwältigend. Das klingt aufregend. Ich liebe Zeitreisegeschichten. Was war die Hauptprämisse des Buches? Es drehte sich um einen Wissenschaftler, der versehentlich eine Zeitmaschine erfindet und die Vergangenheit verändert. Es hat so viele ethische Fragen aufgeworfen. Ethische Dilemmata bei Zeitreisen sind so faszinierend. Ebenso habe ich kürzlich einen Film gesehen, der sich mit ähnlichen Themen befasste. Oh, wirklich? Welcher Film war das? Es wurde Prädestination genannt. Die Wendungen in der Handlung waren unglaublich. Ich war die ganze Zeit auf der Kante meines Sitzes. Davon habe ich gehört. Ich muss es überprüfen. Hatte es ein gutes Ende? Das Ende war sowohl überraschend als auch zum Nachdenken anregend. Es gab mir danach viel zum Nachdenken. Diese Arten von Endungen sind die besten. Sie bringen dich noch lange nach dem Abspann zum Nachdenken. Genau. Wir sollten Empfehlungen für zukünftige Entdeckungen austauschen. Welche Genres magst du am meisten? Ich liebe eine Mischung aus Science Fiction und Fantasy. Die Fantasie in diesen Genres ist grenzenlos. Tolle Auswahl. Ich neige oft zu Thrillern und Mysterien. Es ist aufregend, ein Rätsel zu lösen. Thriller können so packend sein. Hast du einen Lieblingsautor in diesem Genre? Ich mag Agatha Christie wirklich. Ihre Handlungen sind kompliziert und lassen einen immer rätseln. Christie ist ein Klassiker. Ich schätze es, wie sie Spannung aufbaut. Ich mag allerdings eher zeitgenössische Autoren. Irgendwelche Favoriten aus der zeitgenössischen Szene? Ich mag Neil Gaiman wirklich. Sein Geschichtenerzählen ist skurril und doch tiefgründig. Gaiman ist fantastisch. Ich liebe es, wie er Folklore mit modernen Kulissen verbindet. Hast du American Gods gelesen? Ja, dieses Buch war ein wilder Ritt. Die Charaktere waren so einzigartig und lebendig. Ich stimme zu. Jeder Charakter fühlte sich an wie eine faszinierende Mischung aus Mythos und Realität. Was hältst du von dem Ende? Es war unerwartet,
Aber im Kontext der Geschichte machte es durchaus Sinn. Es brachte mich dazu, über die Natur des Glaubens nachzudenken. Das ist das Schöne an guter Literatur. Sie regt zum tiefen Nachdenken an. Was ist mit Filmen? Irgendwelche aktuellen Favoriten? Ich habe kürzlich Alles überall auf einmal gesehen. Es war ein Wirbelwind aus Kreativität und Emotionen. Ich habe gute Dinge über diesen Film gehört. Das Konzept der Multiversen ist wirklich interessant. Das ist es wirklich. Der Film erforschte verschiedene Realitäten auf so einzigartige Weise. Ich kann ihn nur empfehlen. Ich werde es auf jeden Fall auf meine Watchlist setzen. Wir sollten diese Juwelen weiterhin teilen. Es macht so viel mehr Spaß, neue Dinge zu entdecken. Lektion 13. Das trendige Gespräch. Hey Anna, ist dir aufgefallen, wie beliebt pflanzliche Diäten heutzutage sind? Hallo John, absolut. Es ist heutzutage der letzte Schrei. Hast du es schon versucht? Habe ich. Ich habe eine Woche lang mit einem vegetarischen Speiseplan experimentiert und er hat mir wirklich gut gefallen. Das ist toll zu hören. Was war in dieser Woche dein Lieblingsgericht? Ich habe ein leckeres Kichererbsen-Curry gemacht. Es war voller Geschmack und super sättigend. Kichererbsen-Curry klingt unglaublich. Ich liebe es, wie vielseitig Kichererbsen sind. Hast du versucht, Hummus zuzubereiten? Ja, habe ich. Hausgemachter Hummus ist so viel besser als im Laden gekaufter. Ich habe Knoblauch und Zitronensaft für einen Kick hinzugefügt. Das klingt köstlich. Normalerweise füge ich geröstete rote Paprika zu meinen hinzu. Es gibt ihm eine süße Note. Das ist eine fantastische Idee. Das muss ich beim nächsten Mal versuchen. Welche anderen pflanzlichen Rezepte empfiehlst du? Ich mache sehr gerne Linsentacos. Sie sind herzhaft und sättigend und außerdem schnell zuzubereiten. Linsentacos? Das ist eine einzigartige Wendung. Normalerweise bleibe ich bei Tacos mit schwarzen Bohnen. Tacos mit schwarzen Bohnen sind auch lecker. Es ist erstaunlich, wie viele verschiedene Geschmacksrichtungen man mit Bohnen kreieren kann. Stimmt. Apropos Aromen, hast du in letzter Zeit neue Snacks auf pflanzlicher Basis probiert? Ja, ich habe geröstete Algensnacks entdeckt. Sie sind überraschend knusprig und würzig. Gebratener Seetang klingt interessant. Ich habe sie in Geschäften gesehen, aber nie probiert. Sind sie salzig? Sie sind ein bisschen salzig, aber es ist eine sättigende Art von Salz. Perfekt zum Naschen ohne Schuldgefühle. Snacks ohne Schuldgefühle sind immer ein Gewinn. Haben Sie irgendwelche Desserts auf pflanzlicher Basis gefunden, die Sie mögen? Ich habe vegane Schokoladenmusse mit Avocado und Kakaopulver zubereitet. Es war reichhaltig und cremig. Avocado im Nachtisch? Das klingt faszinierend. Ich würde nie daran denken, Avocado auf diese Weise zu verwenden. Es funktioniert überraschend gut. Die Avocado verleiht Cremigkeit ohne Milchprodukte. Du solltest es auf jeden Fall ausprobieren. Das werde ich. Es ist aufregend, neue Rezepte zu entdecken. Hast du darüber nachgedacht, einen Tag lang eine komplett vegane Mahlzeit zu probieren? Habe ich. Ich denke, es würde Spaß machen, mich selbst herauszufordern. Vielleicht könnten wir es zusammen machen.
Das klingt nach einem großartigen Plan. Wir könnten zusammen kochen und unsere Lieblingsrezepte teilen. Ja, es wäre eine wunderbare Möglichkeit, neue Geschmacksrichtungen zu lernen und mit ihnen zu experimentieren. Ich freue mich drauf. Die Erforschung der pflanzlichen Küche ist immer ein Abenteuer.